Hallo ihr Lieben, ich bin Maggie und das ist mein Mofa, die Sunny, und gemeinsam reisen wir um die Welt. 8 Länder haben wir schon durchquert. Inzwischen sind wir in der Türkei und sitzen das zweite Mal wegen dem Coronavirus fest, weil die georgische Grenze immer noch zu ist und ich nicht ausreisen kann. Mein Motto ist Keep it real, und um ganz ehrlich mit euch zu sein, es fühlt sich beschissen an. Um aus dieser Situation das Beste zu machen, machen die Sunny und ich heute einen kleinen Ausflug zu einem ganz besonderen Monument, und da nehme ich euch natürlich mit. Let's go! Seit meiner Nicht-Einreise in Georgien bin ich nicht untätig gewesen. Ich habe alle Hebel in Bewegung gesetzt, um doch ausreisen zu können. Nummer 1, ich habe gehört, dass in Iran es möglich ist, als Österreicher einzureisen, allerdings nur über den Luftweg. Dann war mir klar, ich muss wieder zurück nach Istanbul, mein Visum organisieren, das ja leider im Mai schon abgelaufen ist. Aber Sunny kann ich so nicht mitnehmen, ich müsste sie transportieren. Dann hat mir die Botschaft in Ankara gesagt, dass die Grenze für Lkw-Transporte offen sei in den Iran, und daraufhin habe ich mehrere Tage vor meinem Computer verbracht, telefoniert, E-Mails geschrieben und versucht, einen Lkw-Transporter zu organisieren, der mir die Sunny nach Teheran liefert, und musste dann einsehen, dass Privattransporte nicht möglich sind, schon gar nicht von Fahrzeugen, weil das ja mit dem Carnet de Passage und alles dann gehandelt werden muss. Es gibt nur Industrietransporte. Dann habe ich mir gedacht, es gibt diese Ausschreibung für Sondervisas für Georgien. Leute, die die georgische Wirtschaft ankurbeln, akzeptiert werden. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, ich mit meinen Reisevideos natürlich kurbel hier den Tourismus an und habe mal dieses Antragsformular ausgefüllt, aber es wurde relativ schnell abgewiesen, indem dass ich eine Organisation bräuchte in Georgien, die mich einlädt, mit der meine Organisation zusammenarbeitet, und kurzum, auch aus diesem Plan wurde nichts. Ja, und man muss halt irgendwann akzeptieren, die Situation ist so. Das fällt mir natürlich extrem schwierig. Ich bin einfach, ich wollte einfach weiterreisen. Mir ist dann auch noch gesagt worden oder so angedeutet worden, dass wenn die Grenze zu Georgien aufgeht, es eventuell nur der Grenzübergang in Sarp sein wird. Jetzt ist natürlich auch meine Weiterreise völlig auf Eis gelegt, weil eventuell muss ich alles wieder zurückfahren, wenn nur der eine Grenzübergang offen ist. Es ist wirklich mühsam.
mir sehen wir nicht nur meinen Schatz Sunny, sondern hier Atatürk. Das ist der Nationalheld von der Türkei. Man sieht alle 10 Meter einen Sticker auf Autos, Autobussen, LKWs. Ich habe sogar schon seine Unterschrift tätowiert auf einem Vorarm gesehen. Und ja, er wird gefeiert, zu Recht. Denn er hat die Türkei, die moderne Türkei gegründet, so wie sie heute existiert. Sein Wirken geht auf den Ersten Weltkrieg zurück. 1915 verteidigte er gegen alliierte Truppen die Dardanellen. 1921 wehrte er die nach Anatolien vorgedrungenen Griechen ab. Das machte ihn zur Symbolfigur des türkischen Nationalbewusstseins. Sein Bestreben war die Modernisierung nach westlichem Vorbild. Als Präsident regierte er von 1923 bis 1938, schaffte das Sultanat und Kalifat ab. Die personenkultartige Verehrung Kemals geht so weit, dass ihm das türkische Parlament 1934 den Nachnamen Atatürk, Vater der Türken, verleiht. Vor uns sehen wir die weltweit größte Statue von Kemal Atatürk. Die aus 10 Tonnen Kupfer und 40 Tonnen Stahl gebaute Statue thront mit ihren 22 Metern über Artwins Berge. Das Wetter hat jetzt ein bisschen umgeschlagen, deshalb mache ich mich hurtig auf den Nachhauseweg, bevor es regnen anfängt. Und wir sehen uns am 30.07. wieder. Da gibt es ein Jubiläum und ich bin ein bisschen gespannt, ob ihr erratet, um was es sich da handelt. Wenn du weißt, was es ist, dann schreib doch unten einen Kommentar rein. Ich bin mega gespannt, ob jemand mitgezählt hat und weiß, um was es sich handelt. So, wir sehen uns dann am 30.07. wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe, passt gut auf euch auf, haltet die Ohren steif, ich versuche es zumindest einmal. Und ja, ich wünsche euch alles Liebe. Baba! Ja, Sandy, vorwärts!